Wir haben in den letzten Jahren die tolle Möglichkeit gehabt, ein internationales Forschungsprojekt aufzuziehen, das sich mit der Erforschung und Restaurierung der Gewitterlandschaft des Peter Paul Rubens auseinandergesetzt hat. Wir, das ist in diesem Fall die Leiterin der Gemälderestaurierung Elke Oberthaler, auf deren Idee und Konzept das Projekt basiert, sowie Ines Lamer und Georg Prast, beides Restauratoren unseres Hauses. Natürlich haben auch viele andere Kollegen mitgearbeitet und ich habe mich mit den kunsthistorischen Problemstellungen befasst. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Ihnen diese Ergebnisse in einem Buch zu präsentieren. Das Buch soll dem Leser zeigen, womit wir uns im Laufe dieses Projekts auseinandergesetzt haben und welche Fragestellungen wir erforscht haben. Und wie sich die Entwicklung einerseits der Restaurierung, andererseits der Kreationsprozess, den Rubens selbst gemacht hat, heutzutage darstellt. Rubens Gewitterlandschaft mit Philemon und Baucis ist wahrscheinlich die größte und dramatischste Landschaft, die Rubens je gemacht hat. Wobei wir in den letzten Jahren durch intensive Forschung entdeckt haben, dass Rubens relativ klein begonnen hat und die Tafel zweimal wirklich substanziell erweitert hat und auch das Thema ganz zum Schluss erst vollkommen umgedreht hat. Bis zu dem Zeitpunkt war es lange Zeit einfach eine Landschaft, dann kamen langsam sehr dramatische Elemente, Wassermassen, fliehende Menschen dazu und in einem letzten Schritt hat Rubens wahrscheinlich relativ spät, vermutlich nach 1635 erst, das Sujet gedreht und das Thema mythologisiert und aus dieser furchtbaren Gewitterlandschaft eine Geschichte mit Happy End kreiert, indem er Philemon und Baucis, das alte Ehepaar, mit Jupiter und Merkur hineinsetzt und die beiden werden von den Göttern gerettet, nachdem sie diese gastfreundlich bei sich aufgenommen haben. Und zur Belohnung dürfen sie dann sich dem Kult der Götter widmen und am Ende ihrer Lebenstage müssen sie nicht sterben, sondern werden in zwei Bäume verwandelt. Philemon in eine Eiche und Baucis in eine Linde. Erst im Laufe des letzten Jahrzehnts ist es klarer geworden, dass Rubens Bilder, die er immer wieder gesehen hat, die sozusagen dauernd unter seinen Augen waren, tendenziell auch gerne verändert hat. Es gibt jetzt wirklich eine Reihe von Beispielen, anhand derer wir nachweisen können, dass er die gerne überarbeitet hat, zum Teil vergrößert hat. Bei Tafelbildern arbeitet man da mit Ansetzungen und da war er in Bezug auf unsere Gewitterlandschaft leider sehr kreativ und hat ein Kompendium geschaffen, das leider Gottes nicht sehr stabil war, weshalb wir relativ bald große Probleme mit der Stabilität der Tafel bekommen haben. Es ist eine Eichenholztafel aus baltischer Eiche, die ursprünglich nur aus 3 Brettern zusammengesetzt waren und dann sukzessive zweimal erweitert worden ist, bis sie auf der heutigen Größe war und dadurch, dass Holz besonders auf Feuchtigkeit reagiert und nur in eine Richtung schrumpft, nämlich nicht in der Länge, sondern in der Breite, standen wir vor dem Problem, dass der mittlere Teil der Tafel, wo die Bretter horizontal angeordnet sind, letztendlich in 500 Jahren 1 Zentimeter kürzer waren als die beiden seitlichen Teile, die vertikal angeordnet sind und 1 Zentimeter mehr hatten. Die Getty Panel Painting Initiative hat uns bei diesem Projekt wirklich maßgeblich unterstützt. Dank ihrer Hilfe konnten wir die beiden Holzexperten George Bisaca und José de la Fuente mit einbeziehen und mit deren Hilfe konnten wir die sehr starke Parkettierung, die hinten auf der Rückseite vermutlich seit Anfang des 19. Jahrhunderts drauf war, abnehmen und erstmals die Originalrückseite sehen. Es war für mich eine wirklich sehr beeindruckende Erfahrung, das erste Mal live sehen zu dürfen. Und das gemeinsam mit der Restaurierung. Unsere Restauratorin Ines Lamer hat die Farben wirklich wieder zum Leuchten gebracht. War einfach wunderschön.